wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog aus China. Wir sind immer noch in Beijing und das ist unser zweites Frühstück hier im Hotel. Ich schneide mir ein bisschen den Kopf ab, weil ich mich ein bisschen schäme. Hier sind so viele Leute und ich mag das nicht. Aber ich mache jetzt das Intro, weil der Bro holt sich nämlich ein bisschen was zu frühstücken. Mir hat das jetzt gestern hier nicht so zugesagt. Deswegen habe ich mir gestern im Supermarkt so wie Milchbrötchen geholt. Die hatten die auch im Flugzeug. Weil die haben hier auch kontinentales Frühstück mit Baguette und Croissants und weiß ich nicht, Rosinenschnecken waren, glaube ich, noch dabei. Toast. Toast ist jetzt, weiß ich nicht, mit Marmelade. Das ist aber so trocken. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die müssen das auftauen und dann in den Kühlschrank tun oder so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich nehme nur Wasser. Ja. Und also das ist sehr weird hier, weil das ist, wenn du das anschneidest, und ich habe das Brot gestern frisch angeschnitten, dieses Baguette, dann war das einfach nur wie eine Tischplatte. Also die Krume und so, das sah aus, als ob es luftig wäre, aber es war einfach nur hart. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Und die habe ich mir mitgebracht aus dem Supermarkt und die frühstücke ich dann jetzt. Der Bro hat hier so ein bisschen Spiegelei, Tomätchen, ich zeige euch das mal. Ja, Spiegelei, Tomätchen, ein bisschen Bacon, Würstchen. Also die Auswahl ist gut. Ich hatte gestern noch so gebratene Nudeln genommen, aber es ist für mich beim Frühstück einfach irgendwie nichts so, auch so viel warm und so. Deswegen, ich bin sehr wählerisch, das verstehe ich auch und ich gucke dann einfach, was ich machen kann, damit ich trotzdem was im Bauch habe. Wir sind angekommen im OCT Happy Valley Beijing in Peking, was Beijing ist, in China. Hoffentlich haben alle Sachen auf. Es ist immer noch sehr stürmisch. Witzigerweise funktioniert die Wetter-App auf einmal, sobald Warnmeldungen rausgegeben werden wegen Wind- und Waldbrandgefahr. Das ist erstmal durch einen Security-Check hier. 20 Jahre Happy Valley. So, wir haben uns Tickets geholt, direkt hier in der Ticketbooth oder im Ticket Office für umgerechnet 44 € pro Person. Und ein paar Leute queuen sich jetzt hier auch schon. Die Achterbahnen machen wohl erst später auf. Der Park öffnet um 9 und ja, gestaffelt dann irgendwie die Coaster, so wie ich das jetzt gesehen habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil dann kann man nicht irgendwie die Zeit nutzen, antizyklisch vorgehen und dann schon mal was wegfahren. Wir haben 2 große Stops eigentlich noch in Beijing, aber ob davon noch einer wenigstens heute dabei sein wird, ich bezweifle es gerade ein wenig. Aber wir wollten trotzdem Happy Valley, auch wenn die am längsten, glaube ich, aufhaben, als erstes machen. Gucken mal, wie wir durchkommen. Extreme Russia ist zu. Das ist keine Ahnung, was für eine Attraktion. Theoretisch keine Achterbahn. Hier erwarten uns 5 Achterbahnen und eine Grauzone laut Coaster Count. Und wir haben vorher noch einen Security-Check, bevor es hier reingeht. Und die Tickets sind gekoppelt quasi jetzt an unsere Reisepässe. Das müssen wir zusammen vorzeigen, damit wir rein können. Ja, und ansonsten entspannt mit Alipay bezahlt. Und jetzt gibt es hier hoffentlich viele Achterbahnen. Was ist das? Hä? So Arbeitsstadt.
So Leute, wir sind jetzt irgendwie durch einen halben Park schon gestratzt und haben jetzt den Jungle Racing gefunden, der um 9:30 Uhr aufmacht und nicht um 10 wie alles andere oder noch später. Das ist schon rappevoll, die Kiste, mit Menschen, die da warten. Ist halt so ein Jimmer Rides Mine Train. Also werden wir uns da jetzt nicht rein queuen, weil das dauert auf jeden Fall, sondern Rope droppen den B&M Family Inverted Coaster. Hat man ja bei unserem Video aus Busch Gardens Tampa in Florida gesehen, dass die jetzt nicht so die Kapazität haben. Ich würde gern... Und dann machen wir das. Der macht zwar eine halbe Stunde später auf, aber da müssen wir jetzt auch wieder zurückdackeln. Haben noch nicht den Eingang gefunden zu dem B&M Flying Coaster. Den Coaster sieht man, aber der kommt irgendwo aus dem Loch. Das ist super unübersichtlich, wo es hier wie wann hingeht. Mal gucken, wie man sich hier orientiert. Ein paar Eingänge haben wir aber schon gefunden, wo wir vorbeigelaufen sind von Coaster, die noch nicht aufhaben. Der Eingang ist der... Ja, das ist der Hypercoaster. Wir brauchen ja... wo ist er denn? Das da? Nee. Der ist da gar nicht drauf. Aber der hat schon Testruns gemacht. Der Flying ist hier nicht drauf. Der ist hier, wo der Wasserpark ist. Ja. Weil das ist übrigens hier Extreme Rusher, das ist die Bahn, die zu ist. Da haben wir einen S&S Air Launch Coaster. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Warum ist denn der Flying Coaster nicht auf dem Parkplan? Der steht da und ich habe einen Fahren gesehen. Hä? Was machen Sachen? Ja gut, wir dackeln jetzt einmal wieder komplett rum. Sehr unübersichtlich und mit diesen verschiedenen Öffnungszeiten auch schon nicht so einfach. Stuntshow hier übrigens wird wohl nicht gesehen von uns, weil es gibt keine Showtimes, die da drin stecken. Also glaube ich, gibt es auch keine Stuntshow. Wir nehmen die Abschaltliste. Ja, natürlich, ich habe gesagt, wo wir hingehen, ist das Quatsch. Und sind erstmal ins Haunted House gestolpert. Das hatte jetzt schon auf und es war keiner vor uns. Und ja, ich möchte euch jetzt nicht irgendwie voreinnehmen, aber war schon ganz witzig und cool. Ein paar Ausschnitte seht ihr jetzt. Das war mal ein Ride. Guck mal, hier ist ein Kettenlift. Toll. Da ist so ein Wagen. Okay, Uschi hat sich verjagt, Leute. Das ist ja cool, ey. Sehr cool mit dem Laser. Ja, die ist wirklich hoch, die Brücke, ne? Witzig. Guck mal hier unten rechts. Wo ist sie hin? Da war gerade eine Maus. Ach so, ich bin fast in die Rennen gerannt. Das ist halt auch der ganz... Coole Gestaltung. Ja, das ist für mich aber gefährlich. Boah. Das hört immer noch nicht auf. Ah, das ist der Shop. Und wir sind schon fast beim Family Suspended. Ich glaube, das ist Family Inverted Coaster. Du sagst immer Suspended. Ich glaube, die Idee, die wir hatten, hatten viele, so wie es hier gerade aussieht. Nun ja, schauen wir mal.
Family Inverted Coaster. Da haben wir jetzt mal eine geschlagene Dreiviertelstunde für gewartet. Wir waren, bevor die Bahn aufgemacht hat, an der Bahn. Ich sag mal so, die Leute, die jetzt danach gekommen sind, die warten da bestimmt so 2 Stunden, weil weit hinter dem 90-Minuten-Schild waren noch Menschen. Und was hast du? Ich warte wegen 55 Minuten. Es ist das, was ich immer sage. Das kann man gerne danach machen. Ich bin mitten drin, etwas zu erzählen. Du möchtest nie was erzählen, aber reinreden. 55 Minuten beim Rafting, das ist jetzt sehr wichtig, während ich über eine andere Bahn spreche. Das wisst ihr jetzt schon mal. Tolle Informationen. B&M kann das nicht mit den Family Coastern. Das Ding da oben, das knallt sich erstmal um die Ecke und dann wird es auch nicht besser. Voll die Gehkeule. Dafür hatten wir einen super süßen Operator in der Station, der fasziniert von Tattoos ist irgendwie, also von meinen, und hat dann seins auf dem Unterarm gezeigt und hat danach noch seinen Kollegen geholt, um ihm das auch noch zu zeigen, ganz stolz und aufgeregt. Ja, das war ganz niedlich. Die Bahn ist wack. Vor allem sind da so viele Netze, du fährst eigentlich nicht suspended, inverted, wie auch immer, du fährst einfach über den Boden. Und 3 von 5 Achterbahnen, die hier stehen, hängen unter der Schiene. Deswegen gehen wir zum SLC. Von Vekoma ist der, glaube ich, sogar original. Aber nicht mit dem Standard-Layout, mit einem anderen Layout. Der macht in 20 Minuten auf. Vielleicht sparen wir dadurch ein bisschen Zeit. Weil der Park hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefüllt. Und hier geht auf jeden Fall einiges. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Flight of the Golden... Nee.
Flight of the Golden Wing over the Snowfield. Golden Wings over the Snowfield. Ja, wir sind jetzt Golden Wings over the Snowfield gefahren. Das Snowfield sind die Flieder. Der Flieder, das Flieder, ist der Flieder. Was? Deutsch, ich kann es nicht mehr. Ich konnte es noch nie, aber das ist ja Quatsch. Ja, spannender Name für den Suspended Looping Coaster von der Firma Vekoma, der nicht das Standard-Layout hat, was ihr zum Beispiel aus dem Movie Park Germany oder dem Heide Park Resort kennt, sondern erstmal nach dem Drop gibt es eine große bodennahe Kurve, 270 Grad kurvenmäßig, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alter, in den Looping und dann in die Cobra Roll, das ist ein bisschen bumpy. Dann gibt es noch mal eine schöne Rolle hier rüber und dann gibt es noch mal ein bisschen Helixgeballer mit ordentlichen G-Kräften. Aber an sich fährt das Ding wirklich gut. Also vor allem für so ein SLC, es hat gigantische Schulterbügel mit gigantischen Polstern, aber war jetzt gar nicht so schlecht. Wir sind 20 Minuten vor Öffnung rein, wir sind nach 20 Minuten gefahren, 10 Minuten vor offizieller Öffnung hat die Bahn geöffnet. Ich habe keine Ahnung, wie das hier gerade läuft. Es ist auf jeden Fall stürmisch, die Sonne ist draußen, es ist angenehm von den Temperaturen. Und es ist Sonntag und der Park ist gut gefüllt und es ist Ostersonntag. Hier feiert man jetzt kein Ostern, aber irgendwas Ähnliches. Ist ja in allen Religionen dieser Welt irgendwie an den gleichen Tagen die gleiche Quatsch mit anderen Namen. Bedeutet, wir huldigen jetzt unserem Gott und zwar dem Achterbahngott mit einem B&M Hypercoaster. Heil dir Hypercoaster oder so ähnlich. Alter, beim Shot and Drop auch eine Riesenschlange. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Theoretisch hat die Kiste ja ein bisschen Durchsatz. Ich glaube, das war ganz gut, dass wir auf jeden Fall das Haunted House schon gemacht haben. Aber ich weiß auch nicht, wo da gerade die Wartezeiten liegen. Hallo. Wenn die Single Rider haben, wären wir schon mit in dem Zug gewesen. Also, wir sind noch nicht mehr in der Nähe. Rafting sieht spannend aus, aber nass werden ist nicht so spannend. Die fahren auch da oben irgendwie auf so einem Berg rum und wir haben echt noch keinen blassen Schimmer, wo es irgendwie in den Flying Coaster geht. Ich habe gerade gesehen, dass das Münzding abgeklebt ist. Ich habe hier noch nie Münzen gesehen irgendwo.
jetzt den Hypercoaster gefahren. Wir haben hier jetzt gerade 80 Minuten Wartezeit angeschlagen gehabt. Und dann neben dem Eingang haben wir eine Fastpass-Maschine gesehen. Und da konnte man mit WeChat einen Fastpass kaufen. Das haben wir dann auch gemacht. Der kostete knappe 10 € pro Person. Das brauchten wir jetzt irgendwie, weil als wir in der Queue-Line vorbeigelaufen sind, haben wir uns auch nur gedacht, boah, Gott sei Dank. Weil das war eine richtig räudige auch. Ich muss noch mal eben gucken, wie die Bahn heißt hier. Warte. Flight of the Himalayan Eagle Music Roller Coaster. Selbstverständlich. Music Roller Coaster macht tatsächlich sogar Sinn, weil das Ding hat nämlich Onboard-Sound. Das war verrückt. Das war irgendwie cool. Ich fand die Bahn jetzt nicht so hypermäßig, aber Bro auch nicht. Aber die war trotzdem schön. Also ich mochte die. Hatte ordentlich Airtime, nicht so viele positive Gs. Das hat mir gut gefallen. Also ist auch angenehm gefahren, glaube ich, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nichts Negatives feststellen können. Hat mir gut gefallen. Könnte man nochmal machen, wenn jetzt nicht 100 Minuten Wartezeit wäre. Deswegen lassen wir das auch. Und wir haben kurz auf die Front Row gewartet. Da kann man sich dann in so eine kleine Line stellen, die irgendwie am Rand machen. Und dann haben wir einen Zug quasi länger gewartet, als wir mussten, weil wir Front Row fahren wollten. Hat sich auch gelohnt, fand ich. Juhu, jetzt gucken wir mal weiter. 2 Bahnen haben wir noch. Es wird nicht leerer. Mal sehen, wie da die Wartezeiten sind, ne? When I'm loving, when I'm back home, cash flow freezing and I'm dealing with some aggro. Universal, early in Orlando, yeah. I'm too, yeah. Feeling with my team, I cannot see all of these problems be like what's ahead of me. The Hennessy in my brain, doing chemistry, the remedy. Oh, yeah. I'm too, yeah. Feeling with my team, I cannot see all of these problems be like what's ahead of me. The Hennessy is in my brain, doing chemistry, the remedy. Go and smoke up on the blood, no Emily, yeah. Not dealing with negative energy. Doing it the best they've ever seen, Hennessy. Two rivers now, but I can't got no memory. I'm too faded with my team, yeah. No patience, I get the hazing, busy blazing. I be Latina, serenading, concentrating, evading, chilling in the Caymans. I'm telling them don't want you back like I'm aiming, pool raging. I got some Bayesian, get the door shaking in my line with this ling as I'm parading. Drunk sailing, TT, it tastes amazing. I'm telling a bad one, no misbehaving, who blame me? Massive ace to get the flaking, strike strong, heart racing, up raving, hell I'm chasing, partaking in the wave, no vaping, cooking with this sauce on my apron, bored waiting, I'm bored waiting, stepping in with these shocks on the pavement, cold blatant. So, Leute, natürlich sind bei dem Jungle Racing, dem Jimma Rides Mine Train Coaster, auch 80 Minuten angeschlagen. Es gibt keinen Single Rider oder so und ich habe jetzt auch keine Express-Pass-Maschinen gesehen, aber würden wir jetzt auch nicht nochmal machen. Hier steht man ein bisschen angenehmer, jetzt noch draußen ein bisschen angenehmer, heißt aber nicht, dass das nicht aufhört mit diesem Gequatsche, was ihr im Hintergrund eventuell hört. Das ist durchgehend. Wirklich durchgehend. Es hört nicht einmal auf. Es ist ganz Zeit dieses Gequatsche über die Sicherheitsbestimmungen wahrscheinlich hier und ja, plus die Leute, die halt Langeweile haben und komische Sachen machen. Aber gut, so ist das manchmal. Schauen wir mal, was wird. Ja, wir reden gleich über die Bahn. Ich höre mir noch ein bisschen an, was sie hier zu erzählen hat. Jetzt hast sie. Im Netz macht ja Sinn, hier wegen der Schiene und da braucht man das dann nicht mehr. Wir stehen jetzt hier bei Jungle Racing und wir haben unsere 80 Minuten vor 10 Minuten voll gehabt. Wir sehen zumindest die Station. Die fahren im Einzugbetrieb, da ist jetzt gerade einer über den Catwalk Richtung zweiten Zug gelaufen. Das kann er sich jetzt auch sparen, weil wenn das jetzt passiert, dann dauert das alles noch viel länger und bringt uns gar nichts mehr. Spannend ist aber, die Bahn ist ja eine Woche alt erst. Vor einer Woche hat die ungefähr eröffnet. Bis November letzten Jahres stand hier noch ein Vekoma Mine Train und kein Jimma Rides Mine Train. Der liegt jetzt da hinten im Busch in Trümmern. Also das ist echt, die sind echt schnell.
Da liegt der ganze, die Locken auf die Schienen, das ist alles da hinten. Jo Leute, was für eine gute Achterbahn. Also die fährt sich wirklich gut. Also sehr viele positive Gesten, aber ordentlich, vernünftig, keine Schläge, kein Rappeln, kein Ruckeln. Krass, also die haben echt aufgeholt hier. Jimmer Rides, die können leider, also können was, nicht leider. Das ist doch cool, dass wir das können. Und jetzt sind wir hier in so einer kleinen Bude, eben schnell einen Snack, irgendwas auf dem Stock. Und dann geht's weiter. Einen richtigen Coaster haben wir ja noch. Und dann schauen wir mal, wo der überhaupt ist, wie wir da hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Hier winkt die Kamera auf. Smile. Das Ketchup. Geil. Das hast du noch nie gekauft, glaube ich. Ich habe es nur auf der Messe gegessen. Ja, von Sperrello, das Original. Oh, da kommt noch Minz noch. 就是土豆棒。你俩都要土豆棒吗？外国的哎。你俩是不是都要土豆棒？谢谢。Ja, cheers. Bei mir ist eine Palme geworden. Ich bin ein Stock genau hier. Lecker. Ja? Geworden. Für den Bro gibt es noch eine Nachspeise. Okay, ja. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe einfach auf alles, was jetzt cool aussah, drauf getippt. Lecker. Was für ein Tier? Keine Ahnung. Ich glaube, hier sind die Hähnchen drin. Müssen wir gleich auch noch mal gucken. Aber das jetzt so in die Hand Vielleicht ist es auch Ente. Das ist auf jeden Fall sehr fettig. Kann man nicht sagen. Weg. Wir haben jetzt gespeist, haben uns das eigentlich mitgenommen, um in der Queue zu essen. Aber die Wege sind hier so weit, dass wir jetzt ohne schon angekommen sind. Beim ersten Mal wäre ich nicht so schnell fertig gewesen im Verhältnis zu Uschi. Aber die hat sich gedacht, jo, ich stelle mich jetzt in den Wind, wo der Junge mit der Wurst vorne wegläuft. Und die ist komplett mit Gewürz voll. Und dann gucke ich gleich mit meinem Auge das scharfe Gewürz fange. Der Flyer fährt. Ja. Mit Leuten. Mit Leuten. Das war nämlich dann unser Ziel, da sind wir hingegangen. Auf dem Weg haben wir gerade noch spannende Sachen gesehen, die müssen wir euch gleich auf jeden Fall auch noch zeigen. Der Flyer hat angeschlagene 130 Minuten. Wir wissen, was das hier bedeutet. Es sind 3 Stunden locker. Der Expresspass hat 50 Minuten und ist gerade nicht available. Aber die haben auch die Tür zu und lassen auch Leute, die einen irgendwie haben, gerade auch nicht dazu rein. War meine Theorie, vielleicht ist das Ding gerade down
Oder auch nicht, man weiß es nicht. Ich guck mal eben. Aktualisiert. Jetzt ist sie... Nee, ist sie weg. Ist wieder verfügbar. Ja, dann war der gerade down. Das war nämlich meine Theorie. Gut. Es gibt ja noch so ein Grauzonen-Ding. Ist relativ okay von der Fülle gerade noch gewesen. Jetzt füllt es das ein bisschen mehr. So eine Welle auch zum Reiten. Nehmen wir jetzt mit, wenn wir den Flyer gleich noch hinkriegen, dass wir hier mit Full Count rausgehen. Wenn das ein bisschen voller gewesen wäre, hätten wir das jetzt hier auf jeden Fall auch geskippt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Er hat da 2 freie Plätze. Wir zeigen die ganze Zeit, wir sind 2. Das sind wir. Das ist dem egal. Das ist wirklich ein Laden, ey. So sieht das dann aus, weil die nicht zählen können, oder ich weiß es nicht. Das ist wirklich nervig. Das ist überall hier den ganzen Tag. So, das sind 4 freie Plätze. Sehr schön, dankeschön. Du kannst toll zählen. Okay. Wow. Da wirst du wirklich irre bei. Dieser Typ, der kann nicht zählen. Da sind ständig freie Plätze. Also, du stehst da zu zweit, das sind 4 freie Plätze. Und jetzt gerade bei uns waren freie Plätze, jetzt gerade danach die Fahrt waren 3 freie Plätze. Ich weiß nicht, was bei dem falsch läuft. Sonst ziemlich monotones Fahrprogramm, aber ganz witziger Ride, haben wir auch schon mal in Italien und so gemacht. Aber das ist wirklich... das macht alles hier nicht einfacher. Haben jetzt keine eine halbe Stunde gewartet oder so. Und dann gehen wir jetzt gleich mal beim Flying Coaster gucken. Ich mache doch ein schnelles Sicherheitspipi, nicht, dass das zu lange dauert. Auch witzig, hier haben sie dann von den Türen so Lappen, also bevor du überhaupt in die Waschräume kommst, damit du nicht von draußen reingucken kannst. Und ja klar, hast du dann Kabinen mit Loch im Boden oder zum Sitzen. Oder Pissoirs gibt es für die Herren der Schöpfung natürlich auch noch. Ja, das immer auch dazu. Und wenn du so richtig modern... Achso, ich stehe noch draußen. Wenn du so richtig moderne Toiletten hast, gibt es sogar so einen Plan, digitalen, welche Klos sind gerade besetzt und welche sind noch frei. Total witzig. Ja, Crazy Park. Wir haben aber noch ein bisschen was zu zeigen. Das macht, glaube ich, noch ein bisschen crazier. Aber ein Coaster fehlt noch für Full Count. Helltechnik. Sicher ist sicher. Vor lauter Rage habe ich gerade eben vergessen, euch noch zu erzählen, dass bei der Fahrt vor uns ein Girl ihren AirPod verloren hat und ihre Kappe und beides aber auch aus dem Track rausgeholt wurde. Ihr Glück, dass es da oben irgendwie war, dass es alles so easy ging und unser Glück, dass die Kappe nicht irgendwo reingekommen ist und alles geschrottet hat. Wir haben uns jetzt für den 10er hier dann nochmal einen Fastpass hier geholt für den B&M Flying Coaster. Eine halbe Stunde damit angeschlagen immer noch, statt 2 Stunden die Standby-Queue. Die lassen immer nur 12 Leute rein vom Fastpass, um dann in der ganzen Schlange zu stehen von Fastpass-Leuten. Den Sinn verstehe ich nicht so ganz, aber die 12 Leute kommen immer rein, wenn ein Zug am Eingang vorbeifährt. Das ist die Regel. Also die gibt es zumindest. Der Rest macht wieder keinen Sinn. So sieht niemand bei seiner Flying Coaster Fahrt aus. Ich sag das jetzt auch schon, weil Yoshi das den ganzen Tag sagt.
Nee, habe ich. Aber der Brezel hat sich so angefühlt. Boah. Crystal Wing, nur Crystal Wing. Wir sind gerade Crystal Wing gefahren. Der Kristallflügel. Der ist mir gerade auf den Kopf gefallen, auf jeden Fall. Boah, ey. Also, wir haben hier einen B&M Flying Coaster mit dem Standard Superman-Layout. Damit ein weiterer Haken, eine Geschichte. Ist das schön hier? Alles full. Und zwar sind wir damit jetzt alle weltweit existierenden B&M Flying Coaster mit Superman-Layout gefahren. Haken hinter. Die 3 anderen stehen in den USA. Moritz zum Beispiel fährt das nicht mehr, weil ihm die Zähne dabei rausfliegen. Und Uschi macht sich gerade wieder ein von Lachen. Ja, die Füllungen, das ist doch das Gleiche. Ist auch da drin. Gehört alles zusammen. Ey, das hat sich gerade echt angefühlt, als ob ich Nasenbluten hätte. War auf jeden Fall Grey-out schon. Das Sichtfeld hat sich eingeschränkt. Ja, aber das ist ja das, was ich immer sage. Es kommt ja auch immer auf die Verfassung an. Und die ist offensichtlich nicht gut. Also gut ist die ja noch nie, aber ich bin auf jeden Fall geschunden. Und ja, ansonsten ist das riesige Felsmassiv, was da drum gegossen wurde, aus Kunstfelsen. Sehr beeindruckend. Das sieht von außen immer super stark aus. Schade, dass die Schiene ein bisschen verblasst ist, aber das gehört manchmal ein bisschen dazu. Und es ist krass, wie kaputt das unten ist, da wo jetzt keiner von außen drauf gucken kann, sondern das, was man nur von der Fahrt aus sieht. Das war ein sehr schlechter Dreher. Genau deswegen. Ich habe dir gesagt, dass es ein sehr schlechter Dreher war. Also ich weiß nicht, was die Frau macht. Ne? Die ist unfähig, einfach geradeaus zu laufen. Also mit den Felsen und so, das ist richtig cool, aber es sind überall Löcher drin, von oben viele Löcher drin. Vor allem da, wo man direkt eine Stütze dran gespachtelt hat, durch die Vibrationen, die natürlich damit drin sind, ist das alles aufgerissen, abgerissen. Hier dieser Canyon. Aber da durchzufahren ist ziemlich cool. Und ich glaube, das sah jetzt auch noch mal ziemlich cool aus. Es gibt Sicherheitspersonal wieder in den Warteschlangen. Ja, aber krass. Also Full Count Happy Valley Beijing. Und ja, irgendwie cool, das gefahren zu sein. Das ist immer noch ein B&M Flying Coaster. Der Extreme Rusher, die Achterbahn von S&S, der Air Launch Coaster, der steht hier, ist geschlossen. Der hat einen Zug auch in der Station, es hat vorne das Schild an der Kasse, das ja auch geschlossen ist. Aber der ist seit 2023 geschlossen und steht hier. Ich weiß nicht, ob es da eine große Zukunft noch mal gibt. Das wäre sehr schade. Aber für mich jetzt erstmal gut, weil dann haben wir immer noch Full Count. So, und das ist übrigens die Warteschlange für den Expresspass-Eingang, wo wir eben darüber gesprochen haben, dass sie so stückchenweise reingelassen werden. Und hier haben wir 15 Minuten gewartet und dann haben wir die angeschlagenen 30 Minuten für den Expresspass gewartet, die jetzt auch gerade dran stehen, und 110 Standby. Wir gehen dann jetzt wieder hier raus. Und dann gehen wir mal zu dem anderen Parkteil. Hier vorne, wo auch diese große Bühne ist, wo gerade voll die Eskalation war, gibt es auf verschiedensten Dächern noch Flatrides und eine, wie heißt die nochmal, Super Wings, Supero Wings Show oder irgendwas ähnliches. Dann gab es noch eine andere Show hier und ganz viele Flatrides. Sehr cool, auch das Wasserrondell von Sunkid, Hege, Zierer. Man weiß es nicht, wer es verbaut hat. Mit einer richtig schönen, süßen Gestaltung. Hier der Flying Coaster über dem Wasser und so. Also das ist schon cool, ne? Aber es ist halt echt Eskalation. Aber Feiertag geschuldet würde ich das jetzt mal nicht so überbewerten. Und jetzt haben wir soweit auch alles geschafft. Jo, wir sind jetzt in dem Bereich, es gibt hier so eine Art Topspin, aber ich weiß nicht aus italienischer Herstellung, wie das aussieht. Aber hinter mir ist noch ein Husk Condor. Der fährt leider heute nicht, aber wir sind ja noch am Saisonstart und Anfang April. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir noch nicht ready sind oder dass wir extrem stürmisch haben. Wie gesagt, Wetterwarnung ist ja auch heute draußen. Von Husk gibt es auch noch eine Giant Frisbee, die hier vorne steht. Es gibt hier einen riesigen Shoot the Cute.
mit 2 Abfahrten, einer kleinen und einer ziemlich großen, wo das Boot, weiß ich nicht, wo das gerade ist. Ich wäre jetzt einfach mal mit hier reingekommen, aber hier ist auf jeden Fall heiti-teiti Sonnenschein. Ah, das Boot kommt jetzt. Soll ich hier einfach darüber erzählen und nicht hingucken, wie alle anderen? Und ja, Shoot Cute macht eine Riesenwelle, die sind aber alle eingetütet, weil der Chinese hat nicht so viel Bock auf das Wasser und er hat es versäumt. Upsi, ein kleines Upsi. Ja, bevor mir das passiert, gehe ich mal lieber. Da ist das Boot, alle eingetütet. Ich komme hier auch nicht mehr weg. Hilfe. Ach, und das wollte ich noch erzählen. Das ist richtig cool oder witzig. Sie hat sich gerade versteckt in ihre Ecke. Ist ja ziemlich viel Wasser, was hier daneben geht, auf den Wegen ist. Und sie hat einen großen Abzieher. Ich gehe da einfach mal. Guckt euch das mal an. Bleibt doch mal da stehen. Guckt euch das doch an, eine riesen Gummilippe, mit der fährt ihr dann hier über den Platz und zieht den Platz ab, statt mit so einem Abzieher, mit so einem Wägelchen quasi. Das ist ziemlich cool. Auch also die Gestaltung hier vom Park ist echt nice. Du hast einen riesen Wasserpark noch dabei, der ist jetzt natürlich geschlossen, was echt usselig auch wäre. Wolltest du jetzt noch gucken, was irgendwas mit Jungle ist, was du gesehen hast? Dann, ich glaube nicht, weil wir sind ja schon einmal hier hergelaufen. Ich würde aber jetzt auch gerne gehen, bevor das nächste Boot kommt und ich dann das ganze Wasser aus meinem Ohr rausschütteln muss. Übrigens auch Getränke, die kosten ein halber Liter Cola, halber Liter Fanta, halber Liter, weiß ich nicht was alles. Na, was kostet das? Im Europapark bezahlt ihr doch für so eine kleine Cola 5 Euro oder 6 Euro inzwischen, ne? Kannst du dir ein Sixpack kaufen. Kostet 1 Euro. Das ist geil. Stay hydrated, auch wichtig. Aber ich glaube, das gehört irgendwie so zum Wasserpark. Ich verstehe das nicht. Übrigens, die verstehen auch vieles nicht. Also wenn wir uns so über die englische Sachen lustig machen, ne, das ist immer mit dem Augenzwinkern gemeint. Ich kann auch kein Chinesisch und ich kann keine chinesischen Schriftzeichen, aber manche Übersetzungen sind ein bisschen ulkig und manche kann man sich sogar herleiten und erklären, wo die ihren Ursprung haben. Was ist das? Dark Ride gefunden, oder? Haben wir einen Dark Ride gefunden? Das ist aus dem Boot Dark Ride. Weil da steht auf jeden Fall Exit, aber wir hatten auch schon den Ausgang vom Flying Coaster, der ist Export. Wenn Export übersetzt, ist es ja auch Ausgang quasi. Und das im Chinesen ist ja noch verrückter. Ja, das ist ein Boot Dark Ride, würde ich mal sagen. Let's go. The only large-scale indoor worldwide drifting attraction in China. Warte mal bitte. So, wir sind jetzt noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier der Boat Dark Ride ist oder der Eingang zu der Wasserbahn, über die wir gerade gesprochen haben. Aber, nur damit ihr es wisst, this is the only large-scale indoor worldwide drifting attraction in China. Ja. Drifting, Sightseeing, Fantastic Journey. Ja, perfekt. So, aber es sieht nicht aus, als ob man hier nass werden könnte. Wir gehen mal gucken. Sehr atmosphärischer Ein- und Ausstieg. Was ist schon Pirates? Das ist viel cooler, ey, Leute. Deutschland.
Der atmosphärischste Einstieg in einen Dark Ride und auch Ausstieg. Den hat auch noch keiner gesagt, dass der Ride nicht nur hier anfängt und aufhört, sondern auch die Ausfahrt gehört auch noch mit zum Ride dazu. Wir sind jetzt, das ist ein großer Boot Dark Ride, wirklich, der ist echt gigantisch groß. Small World ähnlich angehaucht, es gibt aber nicht diesen durchgehenden Song, oder vielleicht gibt es ihn schon, aber ich habe ihn nicht gehört, weil man die Musik kaum gehört hat. Und die ganze Zeit so leid war. Freude schöner Götterfunken ist die Melodie. Das ist ein Artgenosse von Uschi, bei dem er so schlieft. Kleiner Schrimpi. Ja, sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber es funktioniert nicht mehr alles, es leuchtet auch nicht mehr alles und wie gesagt, mit dem Ton haben sie es nicht. Was ist das denn jetzt? Ja. Das ist er. Da ist er. Ist aber zum Grillen gedacht, Barbecue. Ja, das ist Essen. Hier ist das Essen. Ja, cool, das gefahren zu sein. Schade, dass die das so gemacht haben. Oder auch nicht. Die haben ja eigentlich nichts gemacht. Und auch du stehst in dem Boot erstmal 3 Tage lang und bevor die Gates aufgehen, da wo die Gates aufgehen, läuft einer mit einer Rassel lang, damit die Leute irgendwie reaktiviert werden, die trotzdem danach noch zombie-mäßig mit ihrem Handy im Gesicht im Boot sitzen, bevor die Fahrt startet. In dem Ding da drin ist noch irgendwie ein Flying Theater. Dafür cue ich mich auf gar keinen Fall, weil ich Flying Theater ziemlich langweilig finde. Aber Uschi wollte hier irgendwo nach einem Dschungel noch mal gucken. Oder nicht? Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Du kommst ja hier nirgendwo irgendwie rein. Nee, das ist ja genau hier gewesen. Das ist ja nicht hier irgendwo... Das Gebäude ist das, da wo das Flugzeug im Dach steckt. Gut, das ist Wasserpark. Die haben sich auch einen Eimer Fleischstücke geholt. Der Eingang ist schon crazy groß auch, ne? Das ist schon cool. Happy World, Small World, alles gut, alles fein. Hier sieht man das auch nochmal. Schön hier mit dem Schwert. Also interessant, das gesehen zu haben. In Madrid im Parque de Atracciones, den Small World konnten wir das letzte Mal nicht machen, weil den gibt es schon nicht mehr. Und das letzte Mal davor war der zu. Wir haben auch in Istanbul sowas schon gemacht. Also das ist jetzt nichts Neues und in Taiwan auch nichts Neues, dass sowas irgendwie kopiert wird. Das sind jetzt die mir gerade schnell einfallen. Also kopiert, ne? Ja, es ist schon kopiert. Die Idee ist schon, aber das kennt ihr auch von... Efteling, die Idee, die heißt dann nur Karneval Festival und es ist kleine Figürchen in allen möglichen länderspezifischen, nicht spezifischen eigentlich, klischeebehafteten Darstellungen. Heutzutage würde man das, glaube ich, nicht mehr bauen. Also auf jeden Fall in Deutschland, da wäre es schwierig. Ja, dann haben wir aber, glaube ich, alles in Happy World Beijing, oder? Boah, war aber jetzt auch anstrengend. Die Sonne geht unter, 8,5 Stunden sind wir jetzt hier rumgerannt, ne? Ja, schade. Weil wenn das alles schneller gegangen wäre, wären wir noch irgendwie in einen anderen Park gefahren. Das funktioniert jetzt nicht mehr und wir fahren jetzt trotzdem, aber weg hiervon. Erstmal was essen. Das Flying Theater soll eigentlich hier in dieser Halle sein. Das ist auch hier an der Wand irgendwie beschrieben, aber das Licht davon ist außen. Es gibt keinen Eingang dazu. Und ansonsten ist hier noch ein Flugkarussell in der Mitte. Oben ist ein Air Race von Zamperla. Auf der anderen Seite ist irgendwie so eine Drehschaukel von Zamperla. Dann gibt es noch einen Disco oder Mega Disco oder wie auch immer der große heißt, der an der Wand steht, der ziemlich crazy aussieht, weil das so groß ist. Scheibenwischer habe ich oben gesehen und irgendwas steht da mit 4D Coaster Dream. Das gehen wir uns mal angucken. Das wird aber eigentlich keine Achterbahn sein, sonst entdecken wir in Happy Valley eine Achterbahn. Unter der Schaukel ist übrigens auch noch ein Demolition Derby. Klar. Und eine LED-Treppe hier hoch. Überall vegetieren die Leute wieder. Also eben kam man auch aus dem einen Coaster nicht raus, weil überall Leute auf den Treppen saßen. Oder beziehungsweise eine Treppe komplett blockiert hatten.
Aber ich glaube, das ist bestimmt irgend so ein VR-Quatsch hier. Oder da sind auch Massagesessel. Ich verstehe die Welt nicht. Die Leute haben auf jeden Fall da Bock drauf. Natürlich gehen die nicht aus dem Weg, weil die sonst alle wegschubsen. Der Dream Coaster ist ein Tryotech interaktiver Kinosessel, Plastikstuhl. Schwierig. Weg hier. Jahre Happy Valley Beijing in China. Wir sind auch nur am Feiern in China. Gestern 5 Jahre Universal Studios Beijing, heute 20 Jahre Happy Valley. Mann, hier ist ja die los. Ja, großer Ausgangsshop noch. Ja, nur irgendwie Ramsch, Kram, Zeug, Plüsch, nichts Parkgenerisch-spezifisches, außer irgendeine Medaille, man weiß das nicht. Und da auch ein Zug, bei dem es hier gar nicht gibt. Ein Logo mit einem Riesenrad, was momentan wieder aufgebaut wird. Man weiß es nicht. Wir sind jetzt an der Unterkunft wieder angekommen und dieser Mall, die dazu gehört, haben irgendwas gegessen und war sehr gut. Und wir sind jetzt nochmal hier raus zu diesem kleinen Freizeitpark neben der Mall, der wirklich super süß ist, den wir entdeckt haben, mit einer Achterbahn, die wir entdeckt haben, die noch nicht eingetragen ist. Und wollten nämlich noch mal ein paar Fotos machen, damit wir da ein bisschen Futter haben. Und haben sogar das Typenschild gefunden und fotografiert, damit man sogar weiß, was für eine Achterbahn von wem das überhaupt ist. Aber super süß gemacht, das macht hier so ein Ehepaar oder wie auch immer. Und das ist eingezäunt mit so einem extra Fußboden und alle Fahrgeschäfte und andere Sachen, die haben, sind so weiß-golden zusammengehörend. Dann gibt es eine Achterbahn dazu. Einfach cool. Finde ich super und ist einer so der schönsten, wenn nicht so der schönste und tollste Street, Mall, Luna, Mini, Pop-Up, Freizeitpark, den wir bis jetzt irgendwie so gesehen haben. Es gibt ja öfter mal sowas, aber das ist wirklich sehr liebevoll gemacht. Auch mit so einer Relax-Zone und so einem, also es ist eine Plastikbank, aber es ist einfach irgendwie die Idee dahinter ist schon cool.
Von daher, das finde ich, muss man lobend mal erwähnen. Jetzt gehen wir nicht direkt aufs Zimmer, sondern wir müssen noch mal in die Lobby. Einfach nur, um euch zu zeigen, wie der Weg im Dunkeln dahin aussieht. Den habt ihr nämlich gestern, glaube ich, im Hellen gesonnen. Yes. Oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr wann. Hier, das deutsche Eck. Und der, guck mal hier, der Audi, der nur für China ist und nicht für Deutschland, der auf jeden Fall cooler ist als die für Deutschland. Aber ja, Mercedes und BMW. Geile Farbe vom Tesla. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video sieht, wie nice Flieder der ist. Wir sind wieder im Zimmer, haben noch ein bisschen gearbeitet und ich möchte natürlich noch irgendwas mit euch probieren. Das wollt ihr ja auch haben. Und habe Hoffnung. Ist okay. Mr. Potato war besser. Pringles aus Malaysia. Die in die gleiche Richtung gehen sollten. Aber die sind okay. Und da ich nicht weiß, was im nächsten Hotel passiert, möchte ich euch toilettentechnisch abholen, aber nicht mitnehmen. Aber dieses Klo kann mehr als mein Auto. Das ist die Fernbedienung der Toilette. Und man kann groß spülen und klein spülen. Das kann meine Toilette auch, ne? Für AA und für Pipi. Aber es gibt auch die Brause. Ihr könnt wir hatten das jetzt in Saudi-Arabien, ja schon in Singapur, in Malaysia und überhaupt. Aber man muss keinen Schlauch von der Wand nehmen und irgendwas ausspülen. Man macht das einfach hier drüber und dann macht das Klo das, während man da sitzen bleibt. Und dann kannst du hier auch noch Luft trocknen, das Ganze. Danach. Mit dem Gebläse. Und das kann man auch noch Temperaturen einstellen. Und überhaupt, das ist die Fernbedienung einer Toilette. Hier in China. In diesem Sinne, mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt alleine und morgen sehen wir uns wieder zum nächsten Video. Und dann wird auf jeden Fall gefahren. Und hoffentlich auch was gefahren. Dazu morgen mehr. Und jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video hier auf dem Kanal. Wir sind in China unterwegs. Das ist ein neues Tier, was ich schon nicht gegessen habe. Es ist Esel. Wir sind jetzt nach 4 Stunden Zugfahrt in Wuhan angekommen. Leute, wir wohnen jetzt in einem Dark Ride. Ursprungsort einer weltweiten Pandemie. Danke. Ich glaube mal gehört zu haben, dass man Gehirn so nicht essen sollte. Das sieht ziemlich nach Gehirn aus, oder?